Hey Raff, Hey Miki, hast du heute schon über Filme geredet? leider nein, aber das werde ich jetzt ändern. Das sollten wir, denn es wird höchste Zeit. Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Miki, kommen wir direkt zur Sache. Hast du heute schon über Filme gesprochen? Ja, das habe ich, aber das ändert ja nichts. Ne? Es muss Leider. weitergehen, irgendwie, die Show muss weitergehen. Wie wir gelernt haben. Genau, um das hier direkt auch in die Story einzuführen. Denn heute sprechen wir über den Film The Substance von von Coralie Farget. Oder Farjat. Farjat. Farjat, Genau. eben noch extra nachgeguckt. Verdammtes Französisch. Ja, das ist so eine Sprache. Ich war auch vorsichtig mit der Aussprache. Da sind viele Sachen, wo man dann sich leicht verhaspeln kann. Und deswegen wollte ich dich das machen lassen. Ja, mich schön hier Ja. ins offene Messer laufen Ja, lassen. natürlich. Aber sehr cool, weil auch ungefähr eine Minute vor Aufnahme extra noch diese Audiofile mit dem Namen angehört und direkt verkackt. Ja, Wundervoll. naja. Ja. Aber darum geht es. Genau, darum geht's heute. Wir haben Bock. Wir haben einen Film geguckt. Wir müssen reden. Absolut. So ist die Sache. So. Und man musste sich ja schon beim Gucken, wir haben es nicht ganz diesmal durchgehalten, komplett die Klappe zu halten beim Gucken. So ein bisschen mussten wir ja doch ein paar Kommentare abgeben zwischendurch. Ja, aber das waren eher ja Kommentare und nicht irgendwas inhaltlich bezogenes, was wir uns irgendwie austauschen. Ja, das stimmt. Aber du hast schon, glaube ich, das Wort beeindruckt gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich bin absolut beeindruckt von dem Film. Ja, same. Das ist Das- gut. Also dazu müsste man vielleicht noch sagen, ich habe den schon vorher gesehen, ich habe den schon im Kino gesehen und es war auch irgendwie so eine Art Programmreihe, wo die dann das gezeigt haben, deswegen war der auch im Originalton und ich weiß aber, der hatte auch eine deutsche Kinoauswertung eine kurze Zeit. Ja, und du hast den jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, habe natürlich mitbekommen, dass der Film existiert und wurde mir auch schon empfohlen mit sehr, sehr großen Worten. Ich finde, das ist dann immer so schwierig, wenn man halt so einen Film so richtig krass angehypt empfohlen bekommt, dass der dann manchmal nicht zu den Erwartungen passt. Ich muss auch sagen, ich Ja, war klar, am das- Anfang so ein bisschen, als ich den damals empfohlen bekommen habe, so ja, gut, mal gucken. Ich habe das irgendwie mitgekriegt, ne, dass Demi Moore wurde da ja zu der Zeit wieder dann so ein bisschen Genau. gehypt, wusste aber wenig über den Film. Und jetzt, wo ich den gesehen habe, muss ich sagen, richtig geil. Also ich habe den wirklich mit Spaß geguckt und irgendwie gibt er mir gerade so auch Hoffnung oder so Einsicht, dass es immer noch coole Filme gibt, die immer noch gemacht werden, die auch wirklich wert sind zu gucken und einen eigenen Style haben. Also ne, da sind auch ein paar Referenzen drin, Natürlich. aber das ist eine ganz viele. sehr eigene Sache Ja. und richtig cool. Auch kein CGI Overkill. Nee, Ich weiß genau. nicht, ob es vielleicht Gar an nicht. Einstellszenen Nee, nee. irgendwas gab, aber sonst schön Ja, wahrscheinlich hier bei practical. dieser Szene mit dem gesplitteten doppelten Auge. Ja, maybe. Oder irgendwo, wo die dann wegläuft und dann irgendwie das Bein so wegknickt und dann ist das auch ganz dann schnell platzt weggecuttet. dann aber platzt das so weg. genau, Ja, das war, ist glaube ich, die okay. einzige Das könnte Szene, sein. wo ich Aber wirklich es ist auf jeden gedacht Fall hab, eine sehr gesunde Mischung an Einsatz. Eye Candy hoch 1000. Ja. Ja, also ich bin auch echt immer vorsichtig, was Superlative angeht, aber ich habe letztes Jahr, ich gucke ja gezielt auch immer neue Kinofilme, allerlei Genre und also der hat mich auf jeden Fall wirklich, wirklich stark beeindruckt. Der hat für mir auf jeden Fall direkt nachdem ich die gesehen habe, im Bewusstsein ist er auf Platz 1 für 2024 gelangt. Ja, Also, da hatten vorher, ja, sag mal so, auch Horror wäre dann vielleicht noch Longlegs oder hier Late Night with the Devil, die mir auf jeden Fall für 2024 noch sehr weit oben einfallen. Aber The Substance stellt die alle in den Schatten.
Alleine nicht nur, weil es ein funktionierender Horrorfilm mit einer satirischen Gesellschaftsnote ist, sondern auch bildkompositorisch. Es ist wirklich spitzenmäßig. Jede Einstellung ist wohl überlegt und man kann ganz, ganz viele Elemente einfach eine Bildpause machen und das könnte man sich abfotografieren und an die Wand hängen. Also es ist wirklich so wunderschön inszeniert. Da sind lange Gänge, da wird mit Farben gespielt, mit Licht und Schatten. Es wird alleine auch mit der Inszenatur an sich wird gespielt. Es gibt First-Person-Momente aus der Sicht der Protagonistin oder eine der Protagonistinnen. Und es gibt so Third-Person, von hinten die Kamera, die dann später eines der Wesen verfolgt. Und auch das Bild für die Figuren ist unterschiedlich. Also bei der einen Figur ist alles immer sehr kahl und bei der anderen Figur ist alles immer schön Glitzer, Funkel, bunt. Und das hat einen sehr, sehr starken Kontrast. Und finde ich wunderschön. Sehr schöne Bilder. Ja, dem kann ich nur beipflichten. Du kannst da wirklich immer auf Pause machen. Du siehst, die haben sich da immer Gedanken gemacht. Das ist alles irgendwie arrangiert und inszeniert. Die Farben sind immer sehr knallig. Viele Kontraste auch. Also, dass das irgendwie noch mehr rüberkommt. Das fängt ja schon so an, der Film halt, ne, dass du diesen hellblauen Hintergrund hast mit diesem Ei, wo dann diese Spritze mit dem Grün reinkommt, ne, und eben Eigelb halt. Und wo dann diese Verdopplung ist. Und das fand ich auch ein sehr cooles Anfangsbild, weil im Prinzip weißt du dann schon als Zuschauer mit diesem einen Shot genau, wie diese Substance funktioniert. Also mit der Substanz in der Spritze wird dann etwas doppelt generiert, was vorher nur eins war. Genau. Und was man bei dem Ei... Da wird man halt super abgeholt, da hast du absolut recht. Das Einzige, was man da halt nicht sieht, ist das Alter, dieser Altersunterschied. Weil worum es da halt geht bei der Substance ist, dass, und dann können wir vielleicht auch so ein bisschen in die Story oder in die Ausgangslage einsteigen. Es gibt eine Elizabeth Sparkles, ist eine Schauspielerin oder ehemalige Schauspielerin, die halt älter geworden ist. Ihr Stern ist im Sinken begriffen. Haha, ihr Stern, weil die ja auch hier, es fängt ja direkt mit dem Walk of Fame Stern an, also die war wirklich ganz oben. Sehr viele Metaebenen auf jeden Fall. Absolut, und auch viele Symboliken in dem Film. Und die hat sich dann aber quasi so ihren Lebensunterhalt damit verdient, dass die so Aerobic-Videos macht. Und aber dadurch, dass sie dann halt, wie alt wird die da sein? 50, die wird 50. Stimmt, genau, die hat ja Geburtstag da. Genau, die hat Geburtstag. Also der Film eröffnet mit der Sequenz, dass dieser große Star des Fernsehprogramms, sage ich mal, jetzt Geburtstag hat, 50 wird und in einem zufälligen Gespräch, was sie mitbekommt, raushört auf der Toilette, dass ihr Manager oder ihr Produzent sie nämlich weghaben will und Nachwuchs sucht. Und das sagt er halt in sehr harschen deutlichen und ekelhaften Worten. Ja. Das ist halt generell Lob an Dennis Quaid. Der hat den richtig schön eklig gespielt. Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht, bevor wir weiter die Story erklären, kann man hier direkt schon mal einhaken und sagen, der Film, der karikiert auf jeden Fall sehr stark das Machtverhältnis zwischen Männern, die was zu sagen haben, und Frauen, die zu tun haben im Showgeschäft. So wird es hier zumindest präsentiert. Und dass die Frauen eigentlich eher benutzt werden als Püppchen oder als Figur, die irgendwas darzustellen haben. Das wird sehr, sehr viel dazu auf jeden Fall zwischendurch immer wieder runtergerissen. Also hier kriegt man direkt von Beginn vermittelt, der Produzent, der ist zwar nett zu ihr, aber der ist eigentlich ein Arschloch und der hält auch gar nichts von ihr. Und der ist auch eigentlich gar nicht nett. Das ist ja so ein ganz aufgesetztes, schmieriges Nettsein. Und der heißt auch noch Harvey. Bitte?
Der heißt auch noch Harvey. Ach, witzig, Der das ist mir gar Produzent nicht heißt aufgefallen, Harvey. die Parallele. Das ist auch eine schöne kleine Ja, Metaebene. ist mir gar nicht aufgefallen Wenn beim man- Gucken, dass das mit Harvey Weinstein parallel ist. Ja, witzig, Passt ne? natürlich und wird Ja. Absicht sein. Also Frauen werden da wirklich wie Vieh behandelt und es wird ja auch, der Figur wird ja auch gesagt, wenn du schön bist, hast du zu lächeln und du musst dies und das machen und wenn du alt wirst, dann können wir dich nicht mehr gebrauchen. Genau. Und da setzt der Film dann ein, weil sie wird quasi gefeuert und hat halt dadurch ja eindeutig eine Krise halt. Ja. Weil irgendwie ihr Leben fällt in sich zusammen und die hat dann auch einen Unfall, weil die noch sieht, also nach diesem Erlebnis fährt sie nach Hause im Auto und sieht dann noch wie so ein Billboard-Schild mit ihrem Gesicht, wie das gerade runtergerissen wird. Ja. Deswegen guckt die kurz nicht Das ist auf auch die Straße. schöne Symbolik die ganze Genau, Zeit. fährt über die Das ist halt so Gedanken Ampel. verloren, fährt die Auto, guckt sich um und ist so ein bisschen wie vom Kopf gehauen, weil sie das jetzt so mitgekriegt hat und dann auf einmal Bams. Genau. Da war übrigens noch Symbolik. Vorher hatte sie ja noch dieses Essen mit Harvey, wo der diese Meeresfrüchte so richtig, Ja. Ja. so richtig schamlos frisst. Und auch in Close-Ups, das auch nochmal ganz kurz zu erwähnen, weil der frisst die nicht nur schamlos, so dass man denkt, naja, der kann sich nicht benehmen, sondern auch diese Inszenierung ist super stark unterstrichen, weil du hast dann wirklich so ganz krasse Nahaufnahmen, wie der die Shrimps dann wieder den Kopf abdreht und sich das schmierig und saftig in den Mund steckt und die Finger versaut sind und alles und auch wieder die Hand an der Tischdecke abschmiert und so. Ja. Also so ganz widerliche Inszenierung von Essen. Ja, das war Dennis Quaid wohl auch wichtig, dass das wirklich eklig wird. Und der hat ordentlich, Gott, was waren das, Scampis oder was auch immer essen müssen. Das ist doch nur eine Ausrede. War nur eine Ausrede, genau. Hier nehme ich mit, so viel es geht jetzt zum Essen. Aber da bei der Szene, das ist ja kurz vor dem Unfall, da ist dann noch irgendwann sehr symbolisch diese Fliege in diesem Weinglas, wo sie hingucken, ne, die da so noch am Kämpfen ist und dann da drin ertrinkt so. Ich glaube, das sollte auch so ihre Gefühlswelt zeigen, dass sie sich halt ohnmächtig fühlt irgendwie und komplett so von der Welt verschlungen wird. Und genau, die hat dann diesen Unfall, wacht im Krankenhaus auf und da kriegt sie eigentlich gesagt, dass die mega Glück hatte, weil die komplett schadlos da rausgekommen ist oder zumindest keine ernsthaften Verletzungen. Dann sagt der Arzt dann noch so, ja, ach, und heute ist ja ihr Geburtstag, Happy Birthday. Und dann bricht sie zusammen. Und dann bricht sie zusammen, genau. Der Arzt weiß dann auch gar nicht, wie der mit der umgehen soll. Das ist so, okay, Vorgang im Skript nicht vorgesehen, was mache ich jetzt? So, also jetzt nicht Filmskript, ne, sondern, weißt du, was ich meine? Und geht dann raus und der Assistent bleibt dann noch bei, der macht noch so eine kleine Untersuchung irgendwie am Rücken, sagt sowas wie, du wärst die perfekte Kandidatin, wo die auch sowas, und der steckt ja dann halt einen Zettel zu, mit einer Telefonnummer und es wird dein Leben verändern, steht da auf dem USB-Stick. Und ein USB-Stick, richtig. Genau, wo dieser kleine Info-Trailer drauf ist, den die sich dann zu Hause anguckt. Geile Bude übrigens, die hat. Richtig schöner Ausblick. Ja. Also in dem Moment wird die Figur halt weiter vorgestellt. Also der Film beginnt auch mit einer großen Titeleinblendung von ihrem Namen. Es wird gar nicht, der Filmtitel oder sonstige Credits werden am Anfang gar nicht runtergerasselt. Der Film beginnt direkt. Und dann wird das Kapitel über Elizabeth erzählt. Also diese Figur, die dann den Unfall hat und gerade in der Midlife-Crisis steckt wahrscheinlich und nicht weiß, wohin mit sich, total runter. Und dann sieht man halt ihr schönes Apartment mit so einem großen Ausblick und schönen Schmuck. Und da stehen überall so Statuen von irgendwelchen Preisen, die sie vielleicht mal irgendwann abgeräumt hat. Und Bilder von sich selbst in Großformaten. Ist auch ganz wichtig, wenn man sich gut findet. Auf jeden Fall. Ja. Ja, also die Hauptdarstellerin wird von Demi Moore gespielt. Können wir ja vielleicht mal kurz einschmeißen. Genau. Ja, die kennt man natürlich aus 80er, 90er, 2000er, überall. Die war immer mit dabei. Ja, die war ganz groß. Die war ja auch in den 90ern, meine ich, eine der, wenn nicht kurz die top bezahlte Darstellerin in Hollywood. Ich weiß gar nicht, in welchem Film ich die zuerst gesehen habe. Eine Frage der Ehre.
könnte sein, dass das mein erster Film mit ihr war. Aber dann waren die Akte Jane, Striptease. Striptease, ja, ganz wichtig. Ganz wichtiger Titel. Die hat viel gemacht. Also, und das ist auch so eine starke Metaebene, dass Demi Moore, die man einfach kennt und ein großer Star ist, und dass die genau so eine Figur spielt, die jetzt gealtert ist und dann an so einem Wendepunkt steht, wo es nur noch um Schönheit geht und nicht mehr um sie. Und das ist stark, dass die Demi Moore sich da auch reinversetzt hat und gesagt hat, das ist genau meine Rolle, so, das mache ich. Das ist auch der Grund, warum die Rolle bekommen hat, weil die hat 2020 eine Biografie oder eine Autobiografie rausgebracht, Inside Out, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall die Regisseurin Coralie Farja hatte wohl einen anderen Pick für die Rolle am Anfang im Kopf, aber hat eben durch diese Biografie und also generell von Demi Moore und aber auch dieses Buch im Speziellen irgendwie diese Parallelen zu der Figur gesehen und sie dann deswegen gecastet auch. Cool. Ja, passt auf jeden Fall wie die Faust aufs Auge. Ja. Und da muss man auch sagen, erstmal Chapeau, dass sie in diese Satire so selbstkritisch sich da auch einbringt und das auch alles irgendwie ein bisschen wiederzuspiegeln, wie es ihr vielleicht geht. Ich kenne die Biografie jetzt nicht, aber ich unterstreiche das einfach mal, dass das auch ihr Wendepunkt im Leben ist. Und trotzdem, das, was sie in dem Film leistet, die ist sich für nichts zu schade. Da sind wirklich extreme Momente und extreme Sequenzen drin, die hätte auch nicht jeder gespielt. Nee, also da auch Hut ab auf jeden Fall. Ja. Das muss man sich trauen. Also, ne, worum wir reden, ist hier Nudity. Und halt so eine Nudity, die nicht nicht erotisch. Nicht so dieses voyeuristisch-erotische hat, was man so nicht. Vielleicht bei einem Regisseur hätte oder wie man es halt eher so aus alten Filmen halt auch kennt, so aus, weiß ich nicht, aus irgendwelchen 80er Streifen oder so, sondern was da halt immer eingefangen wird, sind explizit so Imperfections oder halt eben so Alterserscheinungen, die Figur wie die sich halt im Spiegel betrachtet und irgendwie sieht, okay, ich bin alt oder fängt an zu merken, ja, okay, ist nicht mehr so, wie es war, als ich jung war. Und durch eben diese Lebensumstände, die da hat, verstärkt sich das ja in dem Film. Aber eben, um zurück auf die schauspielerische Leistung zu kommen, eben, das musst du dich erstmal trauen. Ja. Ja, also also alles, es geht ja jetzt nicht nur um die Nacktheit, aber da sind ja auch so Ekelsequenzen drin, wo selbst bei Zuschauern wahrscheinlich schon so ein Moment ankommt, so von wegen, das gucke ich nicht weiter oder das ist mir zu krass, das ist mir zu viel. Ich mir vorstellen, dass das es gibt sehr viele Sequenzen mit Einstichen von Nadeln in verschiedenen Längen, in verschiedene Körperöffnungen. Es gibt sehr viele Matsch- und Gore-Sachen auch am Schluss. Ja. Wir spoilern halt wieder mal. Genau. Ja. Und das steigert sich halt aber auch gut rein. So am Anfang ist dieser Satire-Charakter ist so am Anfang, finde ich, sogar noch gar nicht da. Am Anfang ist das halt wirklich so eher diese ungeschönte Realität, auf die sie trifft. Und und wie sie damit umgeht. Und dann kommt halt eben diese Substance, die ihr helfen soll, damit halt, oder vermeintlich helfen soll. Weil was das ja auch zeigt, ist ja so diese Oberflächlichkeit vom Business. Ne, da ging es ja nie um sie. Sie war ja immer nur dieses hübsche Gesicht, der hübsche Körper. Das meinte ich ja eben, ne? Es geht nicht um Schönheit, also es geht nur um Schönheit und nicht um sie. Ne? Genau, aber so wirklich auf die oberflächlichste Art und Weise. Und sie ist da ja auch voll drin. Also das ist ja nicht so, dass die das System an sich nicht gut findet. Oder vielleicht, das wird nicht so klar gesagt, aber sie ist auf jeden Fall, sie hängt da drin und will da drin bleiben. Was eigentlich ihr Hauptproblem ist, dass die da jetzt halt rausgedrängt wird. Ja. Und mit Hilfe dieser Substance wird ein jüngeres Ich von ihr geboren oder erschaffen. Also ganz kurz noch vorweg, also in dem, was ihr zugeschickt oder zugesteckt wurde, in diesem USB-Stick, das ist halt so eine kleine Produktpräsentation drauf, die sie sich dann anguckt, und da wird um eine Substanz erwähnt, die
ihr ermöglichen soll, ein neues, frisches Ich zu bekommen. Und dem Ganzen ist er erstmal skeptisch gegenüber aufgestellt, schmeißt auch den USB-Stick erstmal weg, aber ist irgendwann später so down, dass sie sich dann trotzdem nochmal überlegt, naja, vielleicht ist das ja der Weg für mich. So, und geht dann wirklich den nächsten Schritt und folgt den Anweisungen in diesem Video, nimmt Kontakt auf und geht dann auch aus ihrem schönen, oben, keine Ahnung, 100. Stock Apartment im Sunshine Boulevard, wo auch wirklich, sie geht dann so eine Straße mit Palmen entlang, wunderschön, die Sonne scheint und sie geht weiter und weiter und es wird immer dreckiger, die Straßen werden dreckiger und es sind so dreckige Hinterhöfe, wo eigentlich kein normaler Mensch alleine wahrscheinlich dann hingehen würde und genau zu so einer Adresse wird sie hinbestellt. Und das ist auch total super inszeniert. Das habe ich jetzt auch beim zweiten Mal noch mehr betrachtet, dass sie dann von diesem schönen Straße flanieren bis in die dreckigsten Unterbau da hinten auskommt, wo dann so ein Rollgitter hoch muss. Ja. Das ist schon sich krass. Halt wirklich reintraut halt, ne, so aus der Not heraus. Und genau, und dort gibt es halt quasi in so einem Hinterhof auch nur so eine Art Packstation, so, genau, wo du Keine dir deine Werbung. Substance abholst. Die bestellst du vorher telefonisch, da wird auch nicht viel gesagt, sondern nur die Adresse. Ja. Und man erfährt auch den ganzen Film über nicht, was das für eine Firma ist, wer dahinter steckt oder so, das weiß auch man nicht, alles wie viel gar nicht. das kostet, dieser Service. Genau, weiß man gar nicht. Nee. In diesem Paket, das die da abholt, sind dann halt verschiedene Utensilien von Spritzen, Flüssigkeiten. Okay, ich glaube, das ist es sogar, halt verschiedene Flüssigkeiten, irgendwie irgendwelche Schläuche und Spritzen eben und Anleitungen, wie du damit umgehen hast. Die Anleitungen sind übrigens sehr cool, finde ich, weil ich glaube, jede Anleitung ist so ein 3-Wort, 4-Wort genau. Instruction. Großgedruckte Buchstaben. Ja. Das hast du zu tun und so. Ja. Halt dich an die Regeln. Aber dadurch hat man auch als Zuschauer so eine ganz einfache, also man weiß einfach direkt, was Sache ist, wie das funktioniert, haben die super gelöst. Universell. Ja. Und genau, und dann nimmt sie das Zeug und dann passiert erstmal die ersten paar Sekunden gar nichts und dann passiert einer von... Das ist auch ein kleiner, schöner Moment, weil sie geht dann so weit, sie spritzt sich dieses unbekannte, grün leuchtende Serum in die Adern. Reanimator-Grün, wie du... Ja, genau, Reanimator-Grün. Ja. Schön. Spritzt sie sich und guckt dann nochmal in den Spiegel und ist im ersten Moment, denkt sie, war doch nur Verarsche. Ja. Und denkt sich dann so, ja klar, was hätte das auch sein sollen. Ne? Ja. Und erst dann kickt die Sache rein. Genau. Und dann folgt nämlich einer von vielen Hinfallmomenten mit Kopf auf irgendeinen Gegenstand, wo man sich denkt, ey, Sturzhelm hätte da auf jeden Fall im Paket inbegriffen sein müssen. Ja. Aber genau, die fällt dann da halt hin, liegt wird auf dem ohnmächtig. Boden, wird ohnmächtig. Und dann kommt die Geburt von dem jüngeren Ich. Ich nenne es mal Geburt. Ja. Aber das muss... Ich würde sogar, also ich finde Geburt vielleicht ein bisschen fehlleitend, weil wenn man jetzt sich überlegt, da ist jetzt eine nackte Frau auf dem Boden und eine andere Figur schlüpft da raus, könnte man bei Geburt einen falschen Eindruck bekommen. Das ist nämlich nicht der Fall. Genau. Denn hier ist es eher eine Metamorphose, sowas in der Art. Und es ist so wie, kann man sich vorstellen, wie als wenn dieser auf dem Boden leblos liegende Körper ein Kokon ist und da schlüpft dann ein neues Wesen heraus, wie ein Schmetterling. Aus dem Rücken. Wie ein Schmetterling. Ja, also aus dem Rücken. Genau. Es wird erscheint dann das Wesen, das sieht sehr cool aus auch, also richtig schön eklig. Ich musste ein bisschen an die Alien-Geburt aus Alien Covenant denken. Da ist ja auch irgendwann mal das Ding so, dass es aus dem Rücken rauskommt. Mhm. Allerdings muss man dazu sagen, so der Kokon oder wie auch immer man das nennen will, der verwelkt dann ja nicht oder ist weg, sondern das sind jeweils ein Wesen, kriegen die halt auch gesagt. Und also der alte Körper bleibt erstmal. Und die müssen sich halt quasi
jede Woche abwechseln. Genau. Kannst eine Woche dann der junge Körper das sein. ist hier vorher in den Regeln klar gemacht worden. Genau. Also wenn du das hier alles beginnst, dann hast du 7 Tage mit deinem frischen Ich und 7 Tage musst du dann wieder dein altes Ich sein. Und ihr seid eins und ihr müsst euch abwechseln, haltet euch an die Regeln. So, und ja, dieses neu frisch geschlüpfte Ich wird gespielt von Margaret Qualley. Die kannte ich jetzt tatsächlich nicht aus so vielen Filmen, die ist aber auch noch eine junge Darstellerin. Ja, also Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino. Ja, Da spielt The die auf Nice jeden Fall Guys sehr mit. von Ja. Shane Black. Und Poor Things. Und Poor Things auch, wobei ich da gar nicht im Kopf habe, welche Rolle sie da gespielt Ich hat. glaube, die ist da in dem Bordell irgendwo. Kann sein. Ich weiß gar nicht, den müsste ich auch Eine mal der Französinnen rewatchen. quasi. Ja. Ja. Ja, ist auf jeden Fall von ihr gespielt, was trotzdem sehr cool besetzt ist, weil so ein bisschen Ähnlichkeit haben die beiden auch. Ich glaube, die haben für sie die Augenfarbe ein bisschen verändert, damit das dieselbe Augenfarbe hat wie bei Demi Moore. Wobei, als dieser Switch ist, da sieht man dann ja irgendwie, wie diese Augen Blau so und rauskommen, grün, dann ne? waren die unterschiedlich, Ja, die Augenfarben. aber später nicht mehr. Okay. Später sind die gleich. Also nachdem die dann das erste Mal erwacht, man muss ja auch sagen, es ist quasi so ein bisschen segmentiert. Jedes Erwachen ist auch ein bisschen anders. Und beim ersten Erwachen hat man dann plötzlich, sie schlüpft aus diesem Körper heraus, ist dann auch erstmal total neben sich und betrachtet sich und stellt fest, ich habe wirklich jetzt einen anderen Körper und ein anderes Aussehen. Und man merkt, die hat auch das Bewusstsein von Elizabeth Mitgenommen, ja. mitgenommen. So, und das wird nicht unbedingt so bleiben. Genau. Sehr richtig. Am Anfang kümmert die sich ja auch noch so um ihren alten Körper und versucht Genau. da irgendwie so klarzukommen. Genau, aber merkt dann auch so schon relativ schnell, ja, das hat funktioniert, was mir da gesagt wurde, super geil. Und macht das dann erstmal. Und was ich interessant fand, war, dass ihre Handlung dann ist, also dass die genau wieder dahin geht, wo die war, nämlich, dass die sich bewirbt für ihren alten Job, Ja. weil die suchen ja jetzt halt eine Jüngere halt bei diesem Aerobic-Videosport möchte gern Ding. Ja. Und die geht genau dahin, das ist sofort ihr Ziel, also die überlegt gar nicht irgendwie groß, Ja. okay, ich mache jetzt was anderes oder Da ist auch Sonst was? dieser Zeitungsschnipsel, den muss man da vielleicht wirklich einmal kurz noch erwähnen. Also sie sieht einmal eine Zeitungsannonce, wo wirklich drin steht, wer wird die nächste Elizabeth Sparkle? Und genau auf diese Position bewirbt sie sich dann in ihrer neuen Figur. ja, Sue. als Sue, genau, den Namen gibt sie sich dann. Und beim Vorsprechen überzeugt die alle und kriegt den Job. Und sagt aber relativ schnell, weil die weiß ja, die hat halt immer nur eine Woche als Sue, dass die halt alle 2 Wochen ihre Mutter pflegen muss. Das ist dann so die Ausrede und das erzählt die dann auch diesem Harvey-Produzenten, Dennis Quaid. Und man sieht, dass die von der überzeugt sind, weil der sagt, ey, scheißegal, ich will dich für die Rolle haben, also egal, wen du pflegen musst, was auch immer du machen musst, wir stehen da hinter dir, komm aber. Und da steigt sie dann drauf ein. Und was man aber sagen muss, die Show, die hat dann auch irgendwie einen Sprung gemacht. So die Optik, als Demi Moore das noch macht, also als Elizabeth das noch macht, die hatte sowas 80er Jahre Aerobic-Video-mäßig, also auch noch irgendwie die Klamotten Ja, es waren wird ja auch ganz so ein anders. bisschen Und- darauf angespielt, dass sie das schon ewig lange macht. Ja, natürlich. Aber danach hast du halt so diese Optik, die eher so in der Jetztzeit verortet ist. Ja. Also die Klamotten sind Ja. noch mal knapper, es wird mehr Das hat, Haut gezeigt. Musikvideo-Style. Erheblich vulgärer, Ja. auch weil es ja deutlich mehr pornografische Bewegungen hat und Andeutungen hat, Also es ist auf jeden Fall sexistisches die noch mehr, Frühstücksfernsehen. also die auf jeden Fall so dieses Ding als Sport Gibt es das als Mitmachvideo- Genre? Bitte? Sexistisches Frühstücksfernsehen. Ist bestimmt ein Genre irgendwo. Okay. Dass du, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, genau, aber so, dass diese Aufhänger, dass es ein Sportvideo ist ja wirklich nur ein Aufhänger und so ein Feigenblatt für, okay, wir gucken uns jetzt hier
Ja, klar. weiß nicht, wackelnde Ärsche an. Ja. Weil darum geht es ja eindeutig in der Sendung. Und Absolut. wie du sagst, es hat halt auch so was Musikvideohaftes, genau. aber eben extrem Diese ganze sexualisiert. Ästhetik ist so Musikvideo-Style und alles in Glitzer, Glamour, aber letzten Endes sehen wir als Zuschauer teilweise noch andere Sequenzen als das, was eigentlich in der Sendung aufgenommen wird. Wenn man nämlich dann die Bildschirme sieht, was dann wirklich aufgenommen wird für die Sendung, sind alles Close-ups von Ärschen, Brüsten oder sonst irgendwie, so dass man merkt, es spielt gar keine Rolle, wer das macht. Auch das wird nämlich nochmal unterstrichen. Ja, also es gibt auch Close-ups von den Gesichtern, aber die sind dann auch immer mit so sehr lassiven Tönen und dann auch irgendwie Nahaufnahmen auf den Mund oder so, ne? Ja. Also genau, ne, so in welche Richtung, also womit diese Show ihr Geld verdient, das ist dann wirklich, relativ klar. Also wenn das eine Aerobic-Show sein soll, da frage ich mich, wo kommt das Publikum her? Ja. Also es ist echt eher so eine Twerk-Show. Ja. Das ist verrückt. Das ist halt nur so ein Vorwand, dass es irgendwie seriös ist halt. Aber vielleicht kommen wir da später zu. Das sind halt so ein paar kleine Unzulänglichkeiten, die der Film auch mitbringt. Aber da stört man sich in dem Moment nicht dran, weil man ist komplett gefangen. Wie meinst du das als Unzulänglichkeit? Ja, dass diese Sendung so gar nicht existieren könnte. Wie funktioniert das? Da wird nichts vermittelt. Ja, aber... Das hinterfragt man nicht. Man akzeptiert ja, aber das ich meine, einfach. aber so Sachen könnte es doch durchaus geben. Also alleine, wenn du dann im Medium Musikvideo gehst, wenn ich da jetzt so an so Musikvideos denke wie Dirty von Christina Aguilera oder so, ist jetzt halt auch ein paar Jahre alt, aber... Wie soll eine Sendung, die sowas zeigt, 30 Jahre lang die Einschaltquoten mit sich ziehen, ne? Und dann eine Figur oder eine Darstellerin in diesem Hupfdohlen-Video Moderation für eine große Silvestergala gewinnen. Ja, okay. Ne? Also I understand what you mean. Ja. Okay, aber das kann man, ich finde, das kann man durchgehen. Das ist halt in der Welt, in der Film spielt, ist das halt eine Sache. Es ist halt eine super erfolgreiche. Es unterstreicht eigentlich nur nochmal die Sicht, dass da einfach eine Figur hingesetzt wird, die mit dem Arsch wackeln soll und egal, was die macht. So, das bringt Quote, das bringt Geld, dafür werden die Frauen benutzt. Sie in dem speziellen Falle, genau. Und aber die machen damit natürlich auch Kohle, ne? Also es ist so, dass die Sendung sehr erfolgreich ist. Ja. Da werden, glaube ich, auch irgendwann Zahlen genannt, die hatten da am Anfang irgendwie 40... Ja. Also, ne, es geht halt, wird sehr, sehr erfolgreich, sehr schnell, ihr Ding. Ja. Was dann damit einhergeht, ist eine immer größere Entfremdung von der alten Elizabeth und der neuen Sue. Also die werden immer mehr zu zwei eigenständigen Personen, die eigene Ziele verfolgen und einander eigentlich hassen. Mhm. So. Also es ist sogar, das ist auch nicht so ganz Timeline-mäßig. Vielleicht kriegen wir auch einfach nicht jeden Wechsel gezeigt, weil es ist so eine Sache, die Regel ist, sie muss alle 7 Tage wechseln. Die Person zur anderen Person, ja, also und da ist auf jeden Fall, wie gesagt, beim ersten Mal, wo Sue aufwacht mit dem Bewusstsein von Elizabeth und als sie das zweite Mal nämlich aufwacht, da fängt die an darüber nachzudenken, wer ist eigentlich diese Elizabeth? Das sieht man auch wirklich, wenn man darauf achtet, nochmal ganz anders, weil beim zweiten Mal guckt die sich nämlich dann auch in der Wohnung um und packt den ganzen Krempel von Elizabeth in Kartons und tut das alles weg. Das große Selbstporträt, was in der Wohnung hängt, wird abgebaut. Das ist alles beim zweiten Mal. Und beim zweiten Mal merkt man wirklich, sie geht so weit zu denken, was soll ich mit der Elizabeth? Ich bin hier der Star. Und die entwickelt einen eigenen Weg, ein eigenes Bewusstsein. Und auch da ist schon der erste Grenzpunkt erreicht. Denn bei der zweiten Inkarnation, die macht ja dann auch Partys in der Wohnung und hinterlässt Dreck. Und da ist ja auch das erste Mal am 7. Tag ein Regelbruch. Das ist nämlich beim zweiten Mal aufwachen. Und jetzt, worauf ich hinaus will, ist, beim dritten Mal ist nochmal anders, aber irgendwo zwischendurch wird von Harvey, dem Produzenten, nämlich gesagt,
ich will dich für die Silvestergala, das ist in ein paar Monaten. Hm. Und so viele Brüche oder so viele Wechsel haben wir gar nicht gesehen, als dass das Monate sein könnten. Weil der Film kulminiert ja in der Silvestergala. Und so viele Wechsel haben wir gar nicht. Ne? Also da ist irgendwo so ein bisschen, aber das sind alles so, da will ich gar nicht Nitpicking betreiben. Ich finde es jetzt nicht schlecht geschrieben deswegen. Ne? Es ist nur so, sind so kleine Sachen, die mir jetzt beim zweiten Mal besonders aufgefallen sind, dass da irgendwelche Sachen nicht so ganz passen. Aber ja, das ist gar nicht schlimm. Das ist einfach dann Das- so ein bisschen im Zeitraffer. Also Ja. der ist dann halt nicht chronologisch 1:1 der Film, Ja. sondern es geht halt wirklich so um diese, weiß nicht, Wegpunkte oder Meilensteine auf dem Weg halt der Geschichte, die da gemacht werden halt. Ja. Und eben als der dann sagt, ja ey, in den paar Monaten Silvester, da habe ich mir schon direkt gedacht, ja okay, ey, das wird doch bestimmt irgendwie in so eine Woche fallen, wo die eigentlich Ja, genau. Elizabeth wäre und nicht Sue. Aber da ist das schon so irgendwie Genau. in eigenständige Rollen verfallen, dass Genau, die also da merken junge wir beim Sue zweiten sofort Mal- sagt, mach ich, auf jeden Fall. Dann geht die halt zu dem alten Körper, der da schon übrigens auch, am Anfang liegt der dann ja immer noch so auf dem Boden im Bad, wo man dann, was auch so symbolisch ist, dass die komplett weggesperrt wird, dass die halt diese hohle Wand sucht und dann da diesen Raum Ja. nochmal baut, wo dann die halt der die Körper schon so eine einfach so Abneigung hingelegt gegen wird. die hat eine Abneigung gegen ihr anderes Ich, sodass sie die schon hinter eine Wand baut. Genau, quasi. einfach so weit weg, wie es geht. Und das Badezimmer ist auch toll. Das muss man auch erwähnen. Also Was für Fliesen. das Badezimmer ist wirklich am Ende eines langen Flurs und dann macht man die Tür auf und das strahlend gleißendes Weiß. Man wird von Weiß erschlagen. Es gibt überall diese Kacheln und das hat so einen ganz fast klinischen Hauch. Ja, Von- total für den sehr Raum. steril, sehr kalt. Genau. Also das ist auf jeden Fall toll. Und dann eben genau dieses schwarze Loch in der Wand. Mhm. Ne, sie baut sich dann quasi in einer Wandnische So ein Verlies für den. so ein Verlies für den anderen Körper, der dann alten so lange Körper. da vor sich hin rotten kann. Und ist auch dann beim zweiten Mal schon wirklich gegen gegen den anderen Körper und sagt dann, hier ist nicht so schnell und weil die ist ja angeschlossen an dieser Medikation, dass der Körper nicht vergeht. Ja, irgendwie so eine, Und- auch noch so eine Substanz, so ein Essen, was dann Ja, halt für diesen Wirtkörper da gegeben wird, Genau. wenn der halt in dieser 7-Tage-Phase ist, wo der nicht gebraucht wird, damit Ja. der halt irgendwie mit Nährstoffen versorgt ist. Ja, und wie gesagt, das ist dann der erste Regelbruch, nämlich am Ende der 7 Tage. Eine Kleinigkeit, sie will sich ein paar Stunden mehr gönnen und bricht damit diesen Zeitzyklus. Mhm. Und da geht es nämlich los, dass Demi Moore erwacht und merkt, da stimmt was nicht. Hier passiert was mit mir, was nicht gut sein kann. Und sie hat diesen Hexenfinger. Diesen abgedorrten, halb Ja, verfaulten. Also sie wacht auf und sie hat alles ist normal an ihrem Äußerlichen und hat aber dann diesen dürren, fast verwesend aussehenden, knochigen Hexenfinger, der so, als wenn er abstirbt. Ja, oder schon abgestorben ist. Mhm. Ja. Und da ist die aber noch relativ also ist schon aufgeregt, aber ruft noch relativ gefasster diese Nummer an, ja, ey, das und das passiert, Ja. was kann man da machen? Und dann kommt aber direkt die Antwort, ja, gar nichts. Das ist jetzt so. Ja. Ja, und da fängt so der Downfall an und aber Da da ändert sich auch der Score. Hm? Ist mir da nochmal aufgefallen jetzt, weil im ersten Moment, wo sie dann diesen Finger realisiert und alles ist ein bisschen nicht so, wie sie es haben will, da ändert sich der Score, der vorher mit so einem Dröhnen quasi die Sequenzen unterscheidet. Der wird dann nämlich so schräg. Da gibt es dann schräge Töne und schräge Noten, die einfach dann so ein bisschen auch das unterstreichen, dass es gerade verzerrt ist, das, was da gerade passiert. ja, Ja, also fand ich auf jeden Fall jetzt auch nochmal gut. Ja, sie sucht dann nochmal Kontakt zu der Firma oder zu dem Lieferanten, der diese Substanz ihr zukommen lassen hat und sagt, ich will das nicht, ich weiß nicht, sie ringt mit sich und lernt dann
nämlich diesen alten Mann kennen. Meinst du den, die im Café trifft, oder meinst du der die einlädt, der alte Schulfreund? Nee, den hatte ich jetzt nicht im Sinn. Ich meine jetzt diesen alten Mann im Café, der nämlich dann quasi erstmal sie die ganze Zeit anguckt und dann fällt ihm so, also der sitzt an einem anderen Tisch, muss man sagen, und dann fällt ihm aber seine Portemonnaie oder seine Handtasche runter und da sieht man ganz kurz, dass da auch so eine Karte drin liegt. Mit einer Nummer. Mit einer Nummer, genauso eine Karte, wie sie selber hat für die Substanz. Und in dem Moment, wo er sich nach unten beugt, sieht man, dass er hinten auch diese Narbe hat von diesem Würzausgang, sage ich mal. Ja. Und auch dieses Mal an der Hand, was die ganz am Anfang gesehen hat bei dem Pfleger oder Arztassistenten, Assistenzarzt, der ihr überhaupt den Zettel gegeben hat mit "Das wird dein Leben ändern". Und in dem Moment realisiert sie nämlich erstens nochmal, ich bin nicht der Einzige oder die Einzige und ich bin von dem jüngeren Ich hier hingebracht worden. Von dem Assistenzarzt. Ja, von dem Assistenzarzt, aber der ist ja das jüngere Ich, was aus dem anderen alten Mann entstanden ist. Das war ja nicht er, sondern und er dann kommt noch der Todesstoß und der alte Mann sagt, und hat sie schon begonnen, dich aufzufressen? Ja, es wird immer schlimmer, ne? Ja. Das sagt der. Ja. Ich weiß nicht, ob er das wortwörtlich sagt, aber das ist so die Message letzten Endes. Ja, ich glaube doch. Und dann haut sie ja auch relativ schnell panisch ab da aus dem Café. Eine Sache, die mir jetzt gerade noch so einfällt, wo wir auch diesen alten Schulfreund von der treffen, das ist noch so eine Sache. Bevor die anfängt, die Substanz zu nehmen, trifft die halt zufällig auf dem Parkplatz halt einen alten Schulkameraden. Aber da ist sie trotzdem schon in ihrer Krise. Da ist sie schon in ihrer Krise, genau. Da ist die schon gefeuert halt oder weiß, dass die gefeuert werden wird. Und der ist dann aber so, ne, so nice guy-mäßig, ach ey, du bist ja immer noch hier die schönste Frau auf dem Planeten. Ja. Hier meine Nummer, können wir mal was trinken gehen oder so, ne? Der ist also wirklich sehr nett zu der, die nimmt das zur Kenntnis, freut sich so auch so ein bisschen. Aber dann vergisst man relativ lang den Zettel und dann aber irgendwann, als die noch mehr so in ihrer Krise ist oder so, und dann sieht die ja diese Nummer zufällig. Und da ist das auch schon mit dem Hexenfinger. Da ist das auch schon mit dem Hexenfinger nämlich, genau. Dann ruft die den an, die verabreden sich und dann sieht man ja irgendwann, wie die sich vorbereitet halt. Und ich finde, das ist eigentlich der einzige Moment im Film, wo die wirklich glücklich wirkt. Dass sie sich freut, den zu sehen und sich irgendwie mit dem zu treffen. Ja, weil das ja auch offenbar der einzige Mensch ist, der sie mag. Der sie mag und nicht... Für sich und nicht, dass der da irgendeinen Nutzen draus zieht, von wegen, ich mach Kohle mit dir oder was auch immer. Das ist eine tolle Szene. Also absolut. Wo die dann sie freut sich auf das Date, sie macht frisches Make-up drauf, sie macht sich hübsch, sie zieht sich ein Kleid an und sie will da hingehen und während sie dann die Wohnung verlässt, sieht sie Bilder wieder von Sue, kommt mit sich ins Straucheln und geht sich nochmal Make-up drauf machen, nochmal, ich muss anders aussehen, ich muss hübscher aussehen, nochmal. Und dann resigniert sie. Und irgendwann ist sie so von Selbstzweifeln zerfressen, dass sie dann vor dem Spiegel steht. Das ist auch eine ganz tolle Szene, wo die vor dem Spiegel steht und dann wirklich am Rad dreht. Ne? Und wirklich, und gleichzeitig werden diese Nachrichten eingespielt, wie der Fred ihr nämlich da Nachrichten schreibt und weil sie nicht zum Date erschienen ist, während sie quasi gerade ihren Nervenzusammenbruch hat. Ja, und das i-Tüpfelchen zu diesem Ausbruch war ja letzten Endes, die war schon fast zur Tür raus und sieht dann so ihr verzerrtes Gesicht im Türknauf. Ja. Und den die dann nicht anfasst, das ist dann so der Moment, wo die nämlich ins Bad geht und dann das Make-up verwischt und. Und das ist auch übrigens dann so der Breaking Point, wo dann die Elizabeth sich immer mehr aus dem Leben zurückzieht. Die geht dann eigentlich nur noch raus, um diese Substanz zu holen. Und verlottert dann ja richtig in der Bude. Das ist dann ja sogar bis zu dem Punkt, dass die Sue, wenn die jung ist, dass sie sich dann beschwert, ey, die lässt sich so gehen, die hängt dann nur zu Hause rum und frisst. Ja, und lässt alles liegen. Und lässt alles liegen und macht alles dreckig.
Und was irgendwie auch so eine Ironie da ist, oder irgendwie so, weiß nicht, so ein kleiner bitterer Punkt, dass die kocht dann so Gerichte aus dem Buch, das die so als Abschiedsgeschenk von Harvey bekommen hat. Ja. Was ja auch echt so ein ironisch komplett random Geschenk war, was einfach so, ja, hier hast du was, so pro forma. Ja. Und das kocht die aber alles so sehr obsessiv nach und geht nicht mehr aus dem Haus raus ab dann. Ja. Eben außer zum Substance holen. Genau. Junkie. Ja, und ich glaube, in diesem Moment ist das, wo sie den alten Mann dann begegnet, den ich eben schon erzählt habe. War das dann? Geht die danach noch raus? Oder ja, das war da, ich glaube, das war, auf dem Rückweg von dem Substance-Weg. Also, ja, genau, das war auf dem stimmt. Das ist auf dem Rückweg, sie geht in das Café und der Mann kriegt ja ihr Gehör, weil er nämlich dann sagt, 7 Tage sind schon ganz schön lange, ne? Ja. Und da schaltet sie nämlich erst, dass er das auch hat. Macht. Oder begonnen hat. Ja. Da, also, genau, von der Reihenfolge habe ich es jetzt nicht richtig erzählt, aber der springende Punkt ist auf jeden Fall der gleiche, dass sie dann halt diesem Mann begegnet und merkt, sie ist da von einem anderen jüngeren Ich quasi reingezogen worden. Genau. Oder beworben oder was dahinter steckt, erfährt man nicht. Genau, das erfährt man nicht und es werden auch keine anderen Leute gezeigt, die das haben, außer den beiden. Ja. Also anderen begegnet man nicht. Und da steigt auch immer mehr so dieser Konflikt zwischen alt und jung und irgendwie so, was da die Gefühle halt auch so waren oder wie ich es interpretiert habe, ist, dass dieses alte Ich immer neidischer auf das junge Ich wird und es gleichzeitig verachtet, also oder dabei verachtet und das jüngere Ich verachtet die aber genauso, aber für ihre Altersschwächen. Ja, genau. So, und das wird die halt sagt das immer ja auch. Die sagt krasser. Das ja auch. Du bist alt und fett und hässlich. Ja. Ne? Also, die schmeißt die ja dann quasi immer in das schwarze Loch. Genau. Und treibt auch immer mehr, also es gibt immer mehr Regelverstöße bei Bedarf, was natürlich halt Elizabeths physische Erscheinung und mentale Gesundheit immer mehr nach unten zieht. Absolut, das kann man so sagen, ja. Bis das dann halt auch wirklich, also es bleibt der nicht Satire, bei dem Finger, also. Genau, es bleibt nicht bei dem Finger, ne? Als nächstes kommt, glaube ich, der Fuß oder das Knie. Und aber der Satirefaktor, der steigert sich dann ja immer mehr im Film und auch so dieses Absurde irgendwie, ne? Dann kommen ja irgendwann, weil das kommt dann, glaube ich, noch einen Ticken später, wo dann halt wirklich noch mehrere von diesen Produzententypen kommen, die ja auch alle schon so fast comic-mäßig schmierig die anglotzen. Auch diese Sequenz, dass es dann so eine Schar an geifernden alten Männern, die so einen langen Flur entlang und dann alle genau. gieren die an und dann laufen da noch andere leicht bekleidete Damen aus so einer Varieté-Show vorbei und die laufen dann denen hinterher. So. Also da wird ganz klar gemacht, warum die Männer alle da sind. Ja. So. Ja. Ich habe mir noch notiert, beziehungsweise dann geht es ja auch schon darüber, sie wird immer weiter verformt und verändert. Es bleibt halt nicht bei dem Finger, es kommen andere Körperteile dazu, bis zu dem Moment, wo sie aussieht wie eine alte Greisin mit verschiedenen körperlichen Einschränkungen. Ja, die sieht aus wie Gollum dann irgendwie, oder so in die Richtung halt, ne? Das ist echt so eine Gollumisierung von was ihr. Was auch toll getrickst ist. Es sieht super aus, also als im Sinne von super eklig und Effekte und aber halt, obwohl man halt noch nie einen Mensch gesehen hat, der so aussieht, sieht es realistisch aus im Sinne, dass es gut gemacht ist und echt aussieht. Ja. Muss ich jetzt ganz kurz sagen, jetzt auch beim zweiten Mal habe ich den Gedanken wieder gehabt, deswegen diese Körperform oder das, so wie sie dann aussieht, das ändert mich jedes Mal an die Kreatur, die bei Poltergeist 2 aus der Flasche rauskommt oder aus dem Körper. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich erinnere mich gerade nicht. Da gibt es eine kleine Sequenz, wo der Vater der Familie, der trinkt dann so ein wie heißt das nochmal? Absinth oder sowas? Ja. Wo so ein kleiner, schwimmender Kreatur drin ist und dann
bricht das aus ihm heraus und er kotzt dieses Wesen aus. Das ist auch von HR Giga sogar designt gewesen. Und das ist auch wirklich super toll getrickst und super matschig eklig. Und das erinnert mich aber sehr stark an ihre Figur. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung ist, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es erinnerte mich auf jeden Fall jetzt auch beim zweiten Mal wieder dran, deswegen der kurze Gedanke. Die Figur habe ich jetzt nicht vor Auge. Bei Poltergeist 2 denke ich immer an diesen Creeper-Opa, der da vor der Haustür steht. Der war wirklich klasse. Wo du aber Figur gesagt hast, da habe ich noch kurz, ist mir aufgefallen, an wen die mich erinnert hat. So ein bisschen hat die so eine Statur von Danny DeVito in Batmans Rückkehr. Irgendwie auch so dieses kleine, bisschen unförmige, runde, stimmt. so Dieser Buckel. Gebuckelte, genau. Ja, interessantes Wesen. Und die ist dann alt. Die sieht dann richtig alt aus. Dazwischen gab es noch einen Schritt, da hat sie irgendwie graue Haare nur und wird aber immer wirrer halt auch, ne? Und bewirft den Fernseher mit Eiern beim Kochen und da kommt solche Sachen. Auf jeden Fall nochmal die Kontaktaufnahme zu der Telefonnummer von der Substanz. Ja. Das ist nämlich ein wichtiger Breaking Point irgendwie, weil sie sagt dann, ich will aufhören und die Stimme am Telefon sagt ihr dann, bist du sicher, dass du aufhören willst und so weiter. Oder ich glaube, die fragt sogar noch am Anfang, willst du aufhören? Und sie ist dann auch wieder wie vor den Kopf geschlagen, so, ja, das wollte ich jetzt aber auch nicht. Ja, ne? ja, genau, die ist dann noch nicht so weit. Ja. Irgendwann ist sie dann so weit, als es eigentlich schon wirklich, wo schon wirklich irgendwie das Kind im Brunnen ist, ne, wo die schon wirklich aussieht wie ich glaube, da war schon diese Gollum-Figur. Da genau, ist das schon, wo sie da dann ist die, aber selbst dann ist die schon, dann hat die ja diese Terminator-Substance in der Hand, setzt die Spritze an. Übrigens, woran ich also es wird dann 1-2 Mal so eine Spritze in den Brustkorb gerammt. Da muss ich immer an Pulp Fiction denken, natürlich. Klar. Das ist Spritze in den Brustkorb gleich hier. Uma Thurman. Wo ist der Magic Marker und ab dafür. Aber egal, das nur am Rande. Auf jeden Fall, da ist die fast so weit, ne, sagt dem Typen am Telefon ja auch, ja, ey, ich höre jetzt auf, aber zieht's dann doch nicht durch. Weil dann sieht die nämlich noch vor ihrem Fenster dieses Billboard, wo eben New Year's Eve Show, was auch immer mit zu, und dann bringt sie es nicht übers Herz. Dann kommt ja halt wieder der Gedanke, ja, für genau das wollte ich immer haben und genau dafür habe ich das hier versucht. Ja. Und dann kommt's zum Fight. Ja, genau. Also sie hat quasi die Substanz, um das ganze Experiment oder Projekt oder wie auch immer abzubrechen, kommt aber dann zu sich. Also die Junge. Nee, was sie selber, okay. Elizabeth meine ich. Aber ist das ein zu sich kommen? Ja, weiß ich nicht. Nur aber eigentlich knickt die ein. Die war kurz bei sich, als sie das hört auf jeden wollte. Fall auf, diese Spritze bis zum Ende zu drücken. Und das hat den Effekt, dass Sue erwacht und die sich beide gegenüberstehen. Zum ersten Mal bewusst. Ja. Also, dass beide wach sind. Und dann dauert es nur 2 Sekunden Ruhe, die gucken sich in die Augen und Sue stürmt auf die los wie eine Furie. Die hat einen ordentlichen Tritt drauf. Ja. Da fliegt die Alte immer ganz schön weit weg. Das ist auch wirklich so eine fast bestialisch eigentlich, weil diese junge Figur, die das Leben geschenkt bekommen hat, dann diesen alten Krüppelgreis verprügelt. Sage ich jetzt mal ganz unwertend. Ne? Ganz unwertend, der Krüppelgreis. Also das ist schon krass. Also dass die dann im ersten Moment, die weiß ja gar nicht, was jetzt los ist, oder die haben ja schon komplett eigene Wege im Kopf entwickelt. Die können sich beide nicht ausstehen, die stehen sich gegenüber und die geht auf die los wie ein Biest. Ja. Und das finde ich schon krass. Also die vertrimmt die wirklich hart und das ist echt, ja, die prügelt die fast tot. Ja, prügelt die fast tot, genau. Das ist schon krass. Da fängt dann auch so ein blutiger Gore-Part an, der richtig ordentlich draufbuttert so. Wo es dann wirklich das erste Mal auch wirklich viel Blut zu sehen gibt. Also nicht das erste Blut im Film, aber das erste exzessivere. Und genau, und Sue stürzt sich dann halt weiter auf die Arbeit. Ne, die lässt die da dann im Apartment liegen.
Genau, die geht in die Garderobe, lässt sich schminken. Genau, zu dieser großen New Year's Eve Show. Und dann, ach du Scheiße, mir fällt ein Zahn raus. Ja. Und dann fängt nämlich so ein Zerfall bei Sue an, wo sie sehr panisch auch reagiert drauf. Wo ich mir aber auch gedacht habe, ja, womit hast du gerechnet? Also es war ja klar, dass es irgendwie so eine symbiotische Existenz ist. Das wurde dir gesagt, das wusstest du. Und du hast dann quasi so in deiner Wut, hast du eben deinen Wirtskörper oder dein wahres Ich oder wie auch immer, hast du halt halb tot geprügelt. Und was war dein Ziel? Also wolltest du es so weit schaffen, dass du die Show halt überstehst und dann war es dir egal, dass du stirbst, oder hast du das komplett ausgeblendet oder was auch immer? Weil dass sowas passiert, war dann ja eigentlich klar. Mhm. Aber es passiert dann halt natürlich eben vor dieser Sendung, die fängt dann an zu zerfallen und dann kommt sie auf die super Idee, dass sie aus ihrem jüngeren Ich noch ein jüngeres Ich sich bastelt und dadurch bricht die halt ich glaube, das war dann sogar auf dem ersten Zettel stand drauf, for one-time use only. Ja. Also, dass du nur einen Spawn von dir erschaffen kannst, aber die will natürlich nochmal, macht das dann auch und dabei erschafft die dann halt ein richtiges Monster, was auch übrigens sehr cool benannt wird. Ich fand es super geil, als das Viech, was dann wirklich so ein Cronenberg-haftes Klumpenwesen ist, ganz verformt und irgendwas. Ist auch wieder diese Titeleinblendung mit dem Namen des Monsters. Genau, das meine ich. Genau darauf wollte ich hinaus. Das ist super geil, weil dann hast du so auf dem ganzen Bildschirm, oh Gott, wie heißt das? Monstrous Elizasu. Ja. Was war's jetzt? Monstro Elizasu. Elizasu, genau. Ja, Monstro war's, ja. Und dann fängt natürlich so der Climax des Films an, was Gore und also ab dem Moment weiß man auch nicht mehr, was passiert hier gerade. Worauf läuft das hinaus? Das ist das Ganze, also was am Anfang noch teilweise in ruhigen, klinischen Bildern gezeigt wird und zwischendurch dann mit diesem bunten Musikvideo-Style und ab da eskaliert auch die ganze Inszenierung. Das wird alles wackelig, es wird alles schneller und hackelig. Und die Mucke wird richtig krass. Es wird laut richtig auf die Tube gedrückt. Böse. In allen Leveln so. Ja. Und dieses Monster geht dann noch so weit, schneidet dann von diesem Porträt in der Wohnung, nämlich das Gesicht aus und klebt sich das dann auf die Visage. Ja. Von Elizabeth aber, was mich ein bisschen gewundert hat, dass es doch Elizabeth ist und nicht von Sue, weil die Poster wurden ja alle sukzessive je länger der Film ausgetauscht, ne? Ja. Dann sind irgendwann immer die gleichen Poster mit Sue drauf, aber eben, die nimmt dann quasi ihr echtes Gesicht. Ja. Fand ich, ist mir aufgefallen. Ja, und dann beginnt die große Silvestergala, die Bühne geht on air, das Licht von der Bühne geht an und dieses Glibber-Monster erscheint auf der Bühne, kann gar nicht richtig sprechen, kommt alles nur so Wortfetzen. So ganz tiefen Monsterstimme. Ja. Und wie soll man das beschreiben? Dann da weiß man auch nicht mehr, ob das wirklich passiert oder ob das eine Vorstellung von ihr ist oder es ist dann wirklich so sehr surreal alles. Also es wird dann auf jeden Fall absolut bizarr und das hat man nicht kommen sehen. Egal, was man in dem Film erwartet hat, das Ende hat man nicht kommen sehen. Oder siehst du es anders? Nee, ich habe das so nicht kommen sehen. Also mir war schon klar irgendwie, dass das Ganze schief gehen wird, dass das kein Happy End haben wird. Das ist, finde ich, von Anfang an klar gewesen bei dem Film. Aber dass das dann so eine Blutorgie wird, so wie beim Raining Blood bei Slayer auf dieser einen Live-DVD, bei denen, wo dann so das ganze Blut von der Decke regnet. Das Publikum, das ist am Anfang geschockt und irgendwann schreien die dann halt, erstmal schreien alle Frauen, zeigen mit dem Finger auf die das und Monster! Kreischen, dann fängt es irgendwann mit Monster und dann irgendwann bringt sie um! Ja. Und dann eskaliert aber auch, wie gesagt, dann kommt diese Wackelkamera und so, das ist ganz anders von der Bildsprache her, das ist auch ganz krasse Entwicklung. Dann wird es ganz hektisch und dieses Monster wird dann verprügelt und beschimpft und auf den Boden geschmissen und letzten Endes die Cops aber erstmal noch alle schön mit letzten Blut voll. Endes haut einer dem Monster den Kopf ab. Ja.
und der wächst dann wieder nach. So, und dann kommt noch mal mehr Monster und noch mal mehr Glibber und dann wird mit Blut gespritzt ohne Ende. Ja, schon davor wird schon gespritzt, aber das steigert sich dann Ja. immer mehr rein und am Ende bleibt letzten Endes nur noch so ein kleiner Matschhaufen über mit dem Gesicht von Elizabeth und der kriecht dann so über den Boden zu ihrem Walk of Fame Stern, wo die dann wirklich so wie dieser, man sieht ja am Anfang, das noch vielleicht ganz kurz zum Anfang, das war auch sehr cool, als die zeigen, wie dieser Stern gemacht wird, ne, und am Anfang alles glamourös, feierliche Eröffnung und so, und dann siehst du immer mehr, wie das so im Alltag ist, da laufen Leute drüber, da fällt Müll drauf und so, ne, und gerät immer mehr in Vergessenheit, und genau auf diesen Stern kommt sie dann am Ende, wie dieser, ich weiß nicht, was das dann war, irgendwie ein Squishy oder was auch immer da drauf gefallen ist, liegt sie da genau wie dieser Dreck da drauf und wird dann halt von diesem Reinigungsfahrzeug einfach weggewischt von ihrem Stern. Ja. Aber sie scheint kurz glücklich zu sein, weil die liegt dann ja auf diesem Stern, guckt in den Himmel Ja. und dann kommt ja irgendwie wieder so dieser Sternenstaub nach unten, Genau, den sie was in sich dieser gewünscht Schneekugel immer hatte. Ne? Das war ja irgendwas, was ihr auch gefallen hat, wo sie ja. in so einer Schneekugel ist und dann ist dieser Goldstaub da, wenn man damit rumwackelt. Ja, das ist eine starke Szene. Also das die ganze Sache mit dem Stern im Boden ist wirklich wie bei so einem Walk of Fame, sieht man dann, wie das alles erstmal gemacht wird, wie das arrangiert wird. Und dann kommt so eine Zeitraffer-Sequenz, wie die Kamera draufhält auf den Stern. Und dann wechseln auch die Jahreszeiten und der Stern bekommt schon Risse und sowas. Ja. Das hat auch eine Sprache für sich. Absolut, ne? Das und zeigt ja ich wirklich fand gerade auch so deswegen ihre das Geschichte. Endbild mit ihr und dem glücklichen Gesicht fand ich auf jeden Fall super stark. Ja, und auch ein rundes Ende. Also auch inszenatorisch, weil dadurch irgendwie so dieser, also der Stern war auch so, wenn das nicht gekommen wäre, wäre der auch nicht nur Selbstzweck gewesen, sondern das erzählt dann wirklich ja schon bildlich sogar wirklich die Geschichte von ihrem Niedergang und Bedeutungsverlust in dieser High Society Filmwelt, die nur so auf Glamour und eben Flüchtigkeit aufgebaut ist. Und ja, der war schon verdammt cool. Also den werde ich auf jeden Fall auch nochmal gucken irgendwann. Weil, also ich glaube einmal, dass der Film durchaus einen noch so ein bisschen begleitet und man über einige Dinge nachdenken wird. Also das muss man auch so ein bisschen sacken lassen. Absolut. Ich bin gespannt, was man beim zweiten Mal gucken ist ein Tiefschlag. Da sieht. Aber ich kann mich nur wiederholen, also ich bin gespannt, was die Regisseurin noch machen wird. Ich werde mir auch ihren ersten Film, diesen Revenge von 2017, der ja noch eine französische Produktion ist, glaube ich. Halt weil das war jetzt ihr erster Hollywood-USA Produktionsding. Aber Revenge hat damals auf jeden Fall auch schon, also ich habe den gesehen, der hat damals auch schon so ein bisschen für Aufsehen erregt, Aufsehen erregt, weil der war halt, also es ist ein Rape and Revenge Thriller, der aber eben nicht auf, da geht es nicht um diese sexistische Darstellung, wie zum Beispiel bei Spit on Your Grave oder sowas, wo dann auch wirklich nochmal ausgereizt wird und dann minutenlang jemand vergewaltigt wird, was ja auch keiner sehen muss, sondern bei Revenge, da ging es aber trotzdem auch um die Machtstellung von Männern und ausgeliefert sein und ich fand den so mittelstark, vielleicht war der auch vorher zu überhyped, als ich den gesehen habe, aber bildsprachenmäßig war der auch richtig toll. Der hatte sehr, sehr starke Neon-Vibes und dann gibt es so Sequenzen, wo sie dann in der Wüste ist und ich glaube auch mit dem Leben ringt und fast verblutet und so und das wird dann alles so ein bisschen traumhaft. Also inszenatorisch war der auch sehr fein, aber ja, hat mir von der Story nicht so, der war nicht so tief auf jeden Fall. Bei weitem nicht so tief. Ja. Ich bin trotzdem mal gespannt. Also und was die auch noch machen wird, weil die wird ja jetzt, glaube ich, erstmal stehen da alle Türen offen so, ne? Das war ja wirklich ein Erfolg. Die Kritiken waren super. Und was ich auch sehr interessant fand, war, dass die für den Film den Final Cut hatte, ne?
Und die war, ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei welchem Major-Label oder Major-Studio die war. Ich glaube Universal, bin mir jetzt aber nicht zu 100% sicher. Und die waren mit dem Cut halt nicht zufrieden, ne? Und wollten da halt, ne, dass der für Mainstream-Publikum zu hart der Film, zu anstrengend, wird keinem Spaß machen, so nach dem Motto. Aber weil sie dieses Final Cut-Recht hatte, konnte die darauf beharren, ist dann aber aus dem Vertrag irgendwie rausgelassen worden. Ja. Und okay, kannst du so machen, aber dann darfst du auch gehen. Ja, genau. Ey, aber dafür erstmal Respekt, dass sie das durchgezogen hat. Cool auch, dass sie das bei den Verhandlungen bekommen hat, den Final Cut. Das ist auch nicht selbstverständlich. Nee. Vor allem, wenn du bedenkst, dass das ihr Erstlingswerk in den USA war. Und aber dann auch das cool, Thema. Und das Thema ist ja auch Hollywood. Ja. Und aber dann auch, da muss ich auch sagen, das finde ich schon auch eine Stärke von Streaming-Diensten, weil dann hat eben Mubi dann quasi rausgebracht, den Film. Von der Firma habe ich nie was gehört. Ist halt ein Streaming-Service, ja. Ja, genau, ist halt ein Streaming-Service, aber ich kannte den halt gar nicht. Der ist erst jetzt auf meinem Radar erschienen. Und war halt ein super Erfolg. Ist von der Streaming-Plattform auch der erfolgreichste Film gewesen. Richtig cool, dass die den halt rausgebracht haben. Ja, der war auch für mehrere Oscars nominiert. Ja, auch erster Demi Moore Oscar-Nominierung. Ja. Hat sie aber nicht gewonnen, meine ich. Hat sie nicht gewonnen. Den einzigen Oscar, den sie bekommen haben, also ist ein Oscar-Only-Film. Der ist aber für die Make-up-Effekte und Hair Department und sowas draufgegangen. Und ja, das finde ich auch, also das Make-up. Also ich weiß nicht, was da halt noch nominiert war, aber absolut, also die Effekte sind toll. Die Effekte waren Spitzenklasse. Ja. Und das ist auch geil, dass man sowas nochmal in so... Ich bin viel zu snobistisch, was so neue Filme angeht, muss ich sagen. Also ich gucke mir nicht viele neue Filme an. Ich muss das auch mal irgendwie revidieren, weil es doch halt auch coole neue Filme gibt, die auch eben nicht nur so CGI Spektakel machen. Ja, oder nicht viele, aber es gibt sie. Die sind da auf jeden Fall. Das stimmt. Ne? Ja, ich gebe ja auch nicht auf. Ne? Ich gucke mir auch immer die neuesten Sachen an, weil ich denke, vielleicht ist ja noch mal was Gutes dabei. Ja, und bei dem aber hatte ich wirklich wieder so, ich hatte bei dem Gucken jetzt halt, erstens, der hat auch keine Längen, der Film. Der ist wirklich im guten Pace. Das ist jetzt kein hektischer Film oder so. Ja. Aber alles hat irgendwie einen Sinn und alles bringt irgendwie die Story voran. Und eben, ich hatte bei dem Film so ein Feeling, was ich halt habe, wenn ich einen richtigen Film gucke. Also einen eigenständigen Film. Keinen Franchise-Film oder sonst irgendwas. Sondern so, wie man das früher halt öfters hatte. Das ist eine eigenständige Geschichte. Die wird auch abgeschlossen sein. Hat absoluten Eye-Candy-Faktor. Hat geile Effekte. Und ist einfach eine coole Sache. Ja, weil sonst hast du ja im Kino echt so diese, also ohne Ende Superheldenfilme halt, die eigentlich alle austauschbar sind. Das alte Thema, Superhelden, Reboots, Sequels, Requels. Genau. Und so weiter. Ne? Die sind halt, aber eindeutig so in dieser Superheldenzeit. Also ich glaube, so wie früher mal Sandalenfilme oder Western oder was immer, wie Sand am Meer produziert wurde, so sind es halt gerade die Superheldenfilme. Ey, und selbst so ein Film, kurzer Exkurs, so, ich habe mir im Kino hier den neuen Superman von James Gunn angeguckt. Und auch der, obwohl James Gunn ja eigentlich so eine eigene Nummer ist und auch so seine eigene Handschrift auf jeden Fall da mit reinbringt in den Film, ist es unterm Strich halt nur ein weiterer Superheldenfilm. Der hat halt seine eigenen Ideen auch ein bisschen, aber ja, das ist halt so, hat man im Prinzip schon 20.000 Mal gesehen. Und das hatte ich jetzt hier eben bei The Substance halt nicht, sondern das war wirklich ein schönes Filmerlebnis. Sehe ich aber auch, also die hat das Drehbuch nicht selber geschrieben, ne? Aber bei den Superhelden-Sachen, sage ich jetzt mal, da gibt es Vorlagen, da gibt es einen Kanon, da gibt es eine Lore zu den Figuren und da werden dann auch irgendwelche pfiffigen Drehbuchschreiber oder Storyschreiber dran gesetzt und die Regisseure werden ja quasi schon gecastet. Es wird dann gesagt, das sind so Hired Guns. Genau, also James Gunn oder Zack Snyder sind dann Go-To-Regisseure und die müssen es dann raushauen, so, ne? Da kann man nicht immer grundsätzlich erwarten, dass dann jeder Film auch eine Handschrift trägt. Sogar Sam Raimi ist ja schon in diese Falle getappt. Ja, wobei ich muss ja sagen, die Spider-Man-Trilogie von ihm, vor allem der erste Teil und der zweite, die sind schon sehr cool. Ja, aber die meine ich jetzt gar nicht. Ich meine jetzt eher Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ah, okay. Der ist nämlich auch von Raimi. Ja, okay. Und der
hat, außer dass ein paar kleine Horror-Elemente drin sind, hat er eigentlich, würde ich nicht sagen, dass es ein Sam Raimi-Film ist. Der hat überhaupt nicht diese typische Handschrift und der könnte von irgendjemandem gedreht sein. Deswegen, Ja. Also, Ich aber meine, man muss natürlich zum sagen, das Drehbuch ist ein- nochmal ganz kurz. Das hat auf jeden Fall zwar keinen Oscar gewonnen, aber bei den Filmfestspielen von Cannes hat es 2025, dieses Jahr glaube ich sogar, oder 24, als der lief, hat es den Preis für bestes Drehbuch gewonnen Ja. von The Substance. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, also was da sonst Oscar zur ist ja nicht Auswahl immer das stand, aber Einzige, kann man was es machen. gibt oder das Einzige, was man erwähnen müsste. Ne? Ja. Ich finde, also so Genre-Festspiele oder so, Saturn Awards und sowas finde ich ja auch interessant. Das geht ja manchmal in eine andere Richtung. Ja. Ja, das ist dann schon so ein bisschen mehr, ja, wie soll man denn, Special Interest? Ja, ich würde sagen, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das ist ein bisschen cinephiler als jetzt in Hollywood die Oscars, die ja auch schon fast eine Show sind und wo auch einfach grundsätzlich alle Filme, die nicht aus den USA sind, als ausländische Filme einfach Eine Kategorie bekommen. Eine Kategorie, so. Ja. Und das kann ja nicht sein. So, naja. Ja, ne, ich meine, man kann ja immer auch so über den Sinn und Unsinn von solchen Ja. Preisveranstaltungen streiten und sprechen. Letzten Endes ist das ja auch immer so ein bisschen so eine Selbstabfeierung. Aber ich muss sagen, früher, ich habe die Oscars wirklich lange nicht mehr live geguckt. Aber so in den 90er, Nullerjahren habe ich das noch gemacht. Da habe ich das immer so auf Video noch aufgenommen. Und das war eine Sache, sich das reinzuziehen. Ja, was ja auch mal nachts kam, ne? Ja, das kam ja immer auch noch, also nicht nur nachts, sondern das war ja immer in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und ja, irgendwie, weiß nicht, so ein Oscar hat bei mir persönlich an Bedeutung verloren irgendwie oder an Relevanz für, das ist ein guter Film. Das hatte ich früher mehr, das war immer so, oh, der hat jetzt Oscars bekommen, ho, 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 ho. Ja, Aber mittlerweile Ja, ist das so, ja gut, Wayne. genau. Ja, Ja. Ich habe das Gefühl, ich wollte noch irgendwas sagen. Lass mich kurz überlegen. Aber ich glaube, es war nichts mehr zu Substance, sondern es wäre noch irgendwie. Also ich hätte Richtung- noch was zu Substance zu sagen. Und zwar, was mir nochmal aufgefallen ist jetzt beim zweiten Gucken, ist so eine kleine Feinheit, dass ab dem Moment, wo wo es beide Figuren gibt und auch diese Narbe auf dem Rücken schon existiert, dass die dann immer Kleider tragen, die hinten diesen Reißverschluss genau an der Stelle auch haben. Ja, Das ist auch, das geht kontinuierlich so weiter. Also die haben immer diesen Reißverschluss dann, der auch genau über diese Stelle geht. Egal welche von den beiden Damen jetzt gerade darstellt. Also die Ja. haben immer diese Reißverschlusskleider. Das ist ja auch irgendwie ein kleiner Augenmerk. ja, ist mir gar nicht aufgefallen, dass die alle dann Reißverschlüsse hatten. Ja, aber passt, weil das dann ja auch optisch halt so. Weil Ja. Die Narbe ist riesengroß, also man muss sich das so vorstellen, das ist einfach über die ganze Wirbelsäule. Ja. Sah auch super cool aus, wie Und die selbst zugenäht genäht. Ja, genau. Also die Effekte sind wirklich, wirklich über vieles erhaben. Und was man vielleicht, also wenn man jetzt den Begriff Body Horror mit David Cronenberg oder so in Verbindung bringt, aber was mir dazu einfällt, ist auf jeden Fall Brian Usna und Society, der Film, oder Dark Society. Der hat auch so ein bisschen ähnliche satirische Aussage von dem ganzen Konstrukt. Da geht es ja auch um die höherklassige Gesellschaft und diese ganzen mutierten Figuren, die da drin vorkommen. Das hat so ein bisschen diese Optik. Ja, und auch so ein bisschen diesen, die Story. Ne? Ist Ja, auch ja, so, ist weil auch das ist ja auch ja. absolute High-Class halt, ne? Die Genau. Leute, also sie. Ja, deswegen kommt er mir auch nochmal in den Sinn. Ja, und ansonsten stellst du dir deinen 50. Geburtstag auch so vor? Ja, auf jeden Fall. Bitte, gib mir die Nummer der Substance und Ja. dann mit 50 wird's gemacht. Aber da habe ich ja noch ein bisschen. Ja. Und du? Machst du das auch zu deinem 50.? Ja, ich weiß noch nicht. Es dauert ja noch. Ich rede mir ein, dass das noch lange dauert. Ja. Hauptsache, du glaubst es. Ja. Ja, ich glaube, dann sind wir erstmal für heute durch. Ich denke auch. Naja, was heißt, wir sind jetzt durch mit der Folge, aber Miki und ich, wir nehmen jetzt gleich direkt noch eine auf und gucken gleich den nächsten Film. Ja. Und ja, was das sein wird, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ja, es könnte ja sein,
dass man dann vielleicht noch darüber sprechen muss. Vielleicht. Ob es da Parallelen gibt? Ja. So viel sei verraten, wir reisen ein paar Jahrzehnte in die Vergangenheit. Genau. Na gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ich hoffe, oder wir hoffen, es hat vielleicht ein bisschen Spaß gemacht oder ein paar Gedanken angeregt, den Film zu gucken. Also auf jeden Fall. Klare Empfehlung. Definitiv. Also das ist ein Erlebnis. Ja. Der macht Fun, sollte man gesehen haben. Also der ist stark, der macht betroffen irgendwie auch, der bleibt im Kopf und der hat tolle Bilder. Wirklich einfach Empfehlung. Ja. Wer mit Buddy-Horror nichts anfangen kann, der sollte vielleicht einen Bogen drum machen. Oder wer es nicht gerne sieht, wenn man irgendwo Spritzen reinjagt, der sollte vielleicht auch, oder es gibt dann auch noch wer so... Wer mag's schon spritzen? Ja. Ja, aber auch rausfallende Zähne, abgeplatzte Fingernägel und sowas. Also so kleine Ekligkeiten. Ja. Wer da nicht mit umgehen kann, der sollte einen Bogen drum machen. Wer sowas geil findet, sollte den aber natürlich gucken. Okay. Dann vielen Dank und tschüss. Tschüss.